Hallo, ich bin Frederik. Wenn du dieses Video anschaust, dann hast du bereits bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Du wachst auf und fühlst dich bereits müde. Du machst Dinge, aber du spürst keine Inspiration. Du rennst wie ein Eichhörnchen im Laufrad, aber kommst nicht voran. Und weißt du, was das Problem ist? Das Problem liegt nicht in deinem Körper und nicht in deinem Verstand. Das Problem ist, dass deine Energie an die falschen Orte fließt, wie Wasser aus einem löchrigen Eimer. Und du bekommst das gar nicht mit. Die meisten Menschen denken, dass Müdigkeit normal ist, dass es Teil des Lebens ist. Aber das ist nicht wahr. Ich verrate dir ein Geheimnis. Energie ist der einzige Rohstoff, der wirklich zählt. Du kannst einen guten Plan haben? Ja. Du kannst Geld haben? Ja. Aber wenn du keine Energie hast, wird all das nutzlos. Heute erzähle ich dir, warum du dich wie eine ausgedrückte Zitrone fühlst und vor allem, wie du das behebst. Und wenn dieser Inhalt dir hilft, abonniere meinen Kanal. Das hilft mir, mehr nützliche Videos für dich zu erstellen. Lass uns das verstehen. Lass uns zuerst verstehen, wovon wir eigentlich sprechen. Wenn ich Energie sage, meine ich nicht nur körperliche Müdigkeit. Nein, Energie ist viel tiefer. Stell dir vor, dass die Energie eines Menschen nicht ein Strom ist, sondern mehrere verschiedene Kanäle. Physische Energie, das ist dein Körper, deine Fähigkeit, dich zu bewegen, zu arbeiten, Sport zu treiben. Das ist das Offensichtlichste und die meisten Menschen verstehen das. Guter Schlaf, richtige Ernährung, Bewegung und die physische Energie wird wiederhergestellt. Aber es gibt noch emotionale Energie. Das ist deine Fähigkeit zu fühlen, dich zu freuen, begeistert zu sein, Interesse am Leben zu haben. Wenn diese Energie sinkt, hörst du auf, dich über das Leben zu freuen. Auch wenn du ausgeschlafen hast und gegessen hast. Dann gibt es mentale Energie. Deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren, Entscheidungen zu treffen, kreativ zu sein, klar zu denken. Wenn es diese nicht gibt, kannst du dich einfach nicht konzentrieren, auch wenn du es willst. Und schließlich spirituelle Energie, dein Gefühl von Sinn, Zweck, Verbindung zu etwas Größerem als dir selbst. Das ist deine Motivation, dein Feuer. Hier ist der Clou. Die meisten Menschen verlieren Energie nicht, weil sie zu wenig schlafen oder zu wenig essen. Sie verlieren Energie, weil sie ihre emotionale, mentale und spirituelle Energie erschöpfen. Und niemand sagt ihnen das. Menschen arbeiten 14 bis 15 Stunden am Tag, denken, dass das normal ist. Sie leben in ständiger Angst, in ständiger Besorgnis und schieben alles auf, es ist notwendig. Aber dann brennen sie aus, völlig, und verstehen nicht warum. Es mag zunächst paradox erscheinen, aber die Verwaltung emotionaler Energie beginnt mit dem physischen Körper. Warum? Weil dein Körper in einem Stresszustand ist, wenn du nicht schläfst, nicht richtig isst und dich nicht bewegst. Und Stress ist ein riesiger Energiefresser. Stell dir vor, du schläfst 3 Tage nicht. Am 4. Tag beginnen selbst kleine Probleme dich zu reizen. Ein dummer Kommentar eines Kollegen wird zur persönlichen Tragödie. Du wirst reizbar, niedergeschlagen, verloren. Das ist nicht zufällig, das ist Biologie. Wenn du nicht schläfst, produziert dein Körper mehr Cortisol, das Stresshormon. Dieses Hormon buchstäblich saugt deine emotionale Energie auf. Du wirst anfälliger, misstrauischer, weniger in der Lage, dich über das Leben zu freuen. Das Gleiche gilt für die Ernährung. Wenn du nur Fastfood isst, bekommt dein Körper nicht die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe. Dein Gehirn funktioniert wie ein kaputtes Computersystem. Du wirst depressiver, weniger motiviert. Und Bewegung. Wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, sammelt dein Körper Spannungen und Emotionen an. Du lässt buchstäblich keine Energie aus dir heraus. Selbst ein 30-minütiger Spaziergang kann dein emotionales Befinden völlig verändern. Daher die erste Regel. Wenn du deine Energie verwalten willst, kümmere dich um deinen physischen Körper. Das ist nicht optional, das ist das Fundament. Jetzt gehen wir zum tückischsten Energiefresser über. Es ist unsichtbar, aber es funktioniert 24/7. Es ist Angst und chronische Besorgnis. Denk darüber nach. Wenn du dir ständig Sorgen um die Zukunft machst, wenn du denkst,
Was wäre, wenn alles schief geht? Wenn du dich über die Vergangenheit sorgst, über das, was bereits passiert ist und nichts ändern kannst, dein Körper ist im Kampfmodus. Dein Nervensystem ist ständig aktiviert. Stell dir vor, du sitzt ständig vor einem Raubtier, bereit zu springen und zu rennen. Das ist doch erschöpfend, nicht wahr? Auch wenn dieses Raubtier gar nicht existiert. Auch wenn es alles nur in deinem Kopf ist. So funktioniert Angst. Sie schafft die Illusion von Gefahr und dein Körper reagiert so, als ob die Gefahr real wäre. Und das buchstäblich frisst deine Energie auf. Ich kenne viele Menschen, die einen 8-stündigen Arbeitstag haben und danach fühlen sich, als hätten sie ein Feld gepflügt. Warum? Weil sie die halbe Zeit in einen Zustand der Besorgnis verbracht haben. Sie machten sich Sorgen darüber, wie ihr Chef sie bewerten würde, machten sich Sorgen über einen früheren Fehler, hatten Angst, entlassen zu werden. Und das Lustigste, nichts davon ist passiert. Sie haben sich einfach einen Horrorfilm in ihrem Kopf ausgedacht. Das ist das Problem. Wir verwechseln häufig Denken mit der Realität. Wir denken, ich kann das nicht schaffen, und der Körper reagiert so, als ob das wahr ist. Wir denken, Menschen mögen mich nicht und verhalten uns so, als ob das wahr ist. Deshalb sind Menschen, die viel denken, die in ihrem Kopf leben, sie sind immer müde. Sie arbeiten nicht körperlich, aber sie sind doppelt so erschöpft wie diejenigen, die mit den Händen arbeiten. Die Lösung? Du musst lernen, Tatsachen von Fiktion zu unterscheiden. Das ist schwierig, aber es ist möglich. Wenn Angst kommt, frag dich, ist das wahr oder ist das meine Annahme? Oft ist es nur eine Annahme. Ich sehe oft Menschen, die sich ganz der Arbeit widmen. Sie denken, jetzt werde ich wie verrückt arbeiten, Geld verdienen, Erfolg erreichen und dann ruhe ich aus. Weißt du, was ich ihnen sage? Das wird nie funktionieren. Warum? Weil wenn du Familie, Freunde, deine Hobbys, deine persönliche Zeit vergisst, fällt deine emotionale Energie. Du wirst wie eine Maschine, die nur auf einem Programm läuft. Und selbst wenn dieses Programm sehr erfolgreich ist, du fängst an, von innen auseinanderzufallen. Ich kenne Millionäre, die unglücklich sind. Ich kenne Menschen, die alle ihre Ziele erreicht haben, aber Familie, Gesundheit und Sinn verloren haben. Warum? Weil sie eine einfache Sache nicht verstanden. Balance ist nicht Luxus. Das ist eine Notwendigkeit. Wenn du 4 Stunden arbeitest, dann Zeit mit der Familie verbringst, dann Sport treibst, dann liest, dann einfach dich ausruhst, gibst du deiner Psyche verschiedene Wege. Du gibst deiner Energie die Chance, sich zu erholen. Aber es gibt noch eine Sache, die Energie schneller aufbraucht als alles andere. Das sind unvollendete Aufgaben. Das heißt, nicht geschlossene Gestalt. Stell dir vor, du fängst an, einen Brief zu schreiben, beendest ihn aber nicht. Dieser Brief wird in deinem Kopf sitzen. Selbst wenn du ihn bewusst vergisst, wird dein Unterbewusstsein sich erinnern. Es wird an dir ziehen und Energie aufbrauchen. Das Gleiche mit allen unvollendeten Aufgaben. Ein Versprechen, das du gegeben hast und nicht erfüllt hast. Ein Projekt, das du angefangen und aufgegeben hast. Ein Gespräch, das du führen musst, aber aufwiegst. All diese Dinge sammeln sich an und werden zur psychologischen Last. Es ist, als würde man mit einem Rucksack gehen, in dem Steine liegen. Auch wenn du dich an den Rucksack gewöhnst, hält er dich immer noch unten. Die Lösung ist einfach: Schließe deine Gestalten ab. Beende angefangene Aufgaben. Und wenn du etwas nicht beenden kannst, delegiere oder lehn ab, aber lasse es nicht in der Schwebe. Menschen sind energetische Wesen. Wir bekommen Energie von Menschen und wir verlieren Energie bei Menschen. Es gibt Menschen, die, wenn du Zeit mit ihnen verbringst, dich aufladen. Du triffst sie und du fühlst dich besser als vorher. Du bist inspiriert, du lächelst, du bist voller Energie. Und es gibt Menschen, die das Gegenteil tun. Du triffst sie und du fühlst dich wie eine ausgedrückte Zitrone. Nach einem Treffen mit ihnen willst du nur eines: ins Bett gehen und schlafen. Die meisten Menschen bemerken diesen Unterschied nicht. Sie denken, dass sie Zeit mit jedem verbringen müssen, dass sie gegen jeden freundlich sein müssen, dass sie jedem helfen müssen. Und als Ergebnis umgeben sie sich mit Menschen, die ihre Energie aufzehren. Das können Menschen sein, die ständig jammern, Menschen, die dich kritisieren,
Menschen, die von dir fordern, aber nichts dafür geben. Menschen, die Konflikte, Drama und Spannung schaffen. Ich sage hier nicht aus Grausamkeit, ich rede von Bewusstsein. Du musst wissen, wer dich auflädt und wer entlädt. Und du solltest bewusst wählen, mit wem du Zeit verbringst. Es gibt noch einen anderen Aspekt: unerfüllte Verpflichtungen gegenüber Menschen. Du hast einem Freund versprochen zu helfen, aber hast es nicht getan. Du hast einem Kollegen gesagt, du würdest anrufen, aber hast es nicht getan. Alle diese kleinen Verpflichtungen sammeln sich an und werden zu Schuldgefühlen, die Energie aufzehren. Die Lösung? Entweder erfüllst du deine Versprechen oder du sagst ehrlich, dass du nicht kannst. Lass die Leute nicht in der Unklarheit. Das ist viel ehrlicher und viel weniger energieaufwendig. Soziale Medien, Glücksspiele, Serien, Shopping. Das scheint harmlos, aber es ist eine der heimtückischsten Energielecks, die ich je gesehen habe. Weißt du warum? Weil diese Dinge die Illusion von Vergnügen erzeugen, aber in Wirklichkeit erschöpfen sie dich. Nimm soziale Medien. Du öffnest TikTok für 5 Minuten. 1 Stunde vergeht. Du schaust Video nach Video und mit jedem Video fühlst du dich immer schlechter. Warum? Weil du das Leben anderer Menschen anschaust. Du siehst ihre Erfolge, ihre Schönheit, ihre Reisen. Und du fängst an zu denken, warum nicht ich? Warum ist mein Leben nicht so interessant? Das heißt FOMO, Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Und das tötet deine Energie. Du verschwendest nicht nur Zeit, du verschwendest Energie für Gefühle der Unzulänglichkeit. Das Gleiche mit Glücksspielen. Du spielst, du denkst, du wirst gewinnen. Du gewinnst nicht, du verlierst Geld und Energie. Aber statt zu stoppen, spielst du weiter, weil du hoffst, die Verluste auszugleichen. Das ist ein endloser Zyklus der Erschöpfung. Und Serien. Du schaust eine Episode, dann eine zweite, dann eine dritte. Du kannst nicht stoppen. Warum? Weil dein Gehirn Dopamin bekommt, das Vergnügungshormon. Aber das ist nicht echtes Vergnügen, das ist billiges Vergnügen. Und nachdem du die Serie beendest, fühlst du dich leer und schuldig. Das ist das Problem mit all diesen Abhängigkeiten. Sie geben kurzfristiges Vergnügen, aber langfristige Erschöpfung. Die Lösung? Du musst lernen, zwischen echtem Vergnügen und falschem Vergnügen zu unterscheiden. Echtes Vergnügen ist, wenn du etwas tust, das einen Sinn hat, das dir hilft zu wachsen, das dir oder anderen Menschen Wert bringt. Falsches Vergnügen ist schnell, billig, ohne Konsequenzen. Wenn du deine Energie retten willst, wähle echtes Vergnügen, auch wenn es mehr Mühe erfordert. Manchmal geht Energie nicht wegen dir verloren. Manchmal ist es die Umwelt. Menschen, die dich kritisieren, Menschen, die dich verurteilen, Menschen, die dich beneiden, Menschen, die grob sind. Du kannst das Verhalten anderer Menschen nicht kontrollieren. Du kannst den Kerl nicht stoppen, der roh mit dem Verkäufer spricht. Du kannst die Kollegin nicht stoppen, die über dich tratscht. Aber du kannst deine Reaktion kontrollieren. Das ist der Schlüssel. Wenn du dem Verhalten anderer Menschen erlaubst, deine Emotionen zu beeinflussen, gibst du ihnen Macht über deine Energie. Sie werden zu Energievampiren, auch wenn sie das nicht wollen. Stell dir vor, dass jemand dich missverstanden hat. Statt 2 Stunden darüber nachzudenken, kannst du einfach akzeptieren, dass Menschen sich oft gegenseitig missverstehen. Das ist normal. Das ist alles. Du hast 2 Stunden Energie gespart. Das bedeutet nicht, dass du gleichgültig sein solltest. Das bedeutet, dass du weise sein solltest, wo du deine Energie aufwendest. Okay, wir haben verstanden, wohin die Energie geht. Jetzt ist die Frage, wie fängt man an, es zu sparen und wiederherzustellen? Hier ist eine einfache, aber mächtige Technik. Nimm ein Notizbuch oder öffne Notizen auf deinem Telefon. Schreib jeden Tag alle Treffen und Aufgaben auf, die du erledigt hast. Und neben jeder Aufgabe schreib, hat mir das Energie gegeben oder genommen. Nach einer Woche hast du eine vollständige Karte deiner Energie. Du siehst, welche Treffen dich aufladen und welche entladen, welche Aufgaben dir gefallen und welche du hasst. Und dann machst du das Offensichtlichste und Schwierigste. Du beginnst, die Menge an Aufgaben zu erhöhen, die Energie geben, und die Menge an Aufgaben zu reduzieren, die sie nehmen.
Vielleicht musst du aufhören, zu Treffen zu gehen, die dich aussaugen. Vielleicht musst du aufhören, mit Menschen zu kommunizieren, die dich kritisieren. Vielleicht musst du Balance in der Arbeit finden. Das kann schwierig sein, weil es Ehrlichkeit erfordert. Aber es funktioniert. Zweite, beginne mit dem Physischen. Schlaf genug, iss richtig, mach Sport. Auch wenn du nicht glaubst, dass es hilft, versuche es 2 Wochen. Du wirst überrascht sein, wie es dir hilft. Dritte, beachte deine Gedanken. Wenn Angst kommt, frag dich, ist das wahr? Oft ist das nur eine Denkgewohnheit, nicht die Realität. Vierte, schließe deine Gestalten ab. Beende Aufgaben, erfülle Versprechen oder lehn sie ehrlich ab. Das ist nicht Magie, das ist einfach die Wiederherstellung der Kontrolle über dein Leben. Das ist alles. Jetzt weißt du, wohin deine Energie geht. Jetzt weißt du, wie du anfängst, sie zu retten. Denk dran, Energie ist dein wertvollster Rohstoff. Wertvoller als Geld, als Zeit, als alles andere. Denn ohne Energie kannst du nichts tun. Wenn dieses Video hilfreich für dich war, abonniere meinen Kanal. Das hilft mir, mehr Inhalte zu erstellen, die Menschen wirklich helfen. Und schreib in die Kommentare, welcher Energieverlust war für dich der größte? Welcher Fehler zermürbt dich am meisten? Ich lese alle Kommentare und mich interessiert wirklich, was ihr durchmacht. Danke, dass du dieses Video angeschaut hast. Viel Glück bei der Verwaltung deiner Energie. Bis bald.